So, einen wunderschönen Abend. Lange habe ich nichts mehr gemacht, aber ich habe mir gedacht, jetzt wo ich endlich mal ein Spiel gefunden habe, bei dem ich es halbwegs vertreten kann, weil es mir Spaß macht, beziehungsweise weil ich hoffe, dass es mir Spaß macht. Ich habe es noch nicht wirklich probiert. Wir spielen Star Control Origens. So. Wir gehen einfach mal rein in die Kampagne und schauen mal, wie eben schon so schön zum Start bedeutet wurde. Unser Ziel ist es, die Welt zu retten. Also bloß kein Druck. Im Großen und Ganzen, soweit ich mich jetzt vorher belesen habe, geht es darum, vor geraumer Zeit ist in der Nähe der Erde eine Alienrasse aufgetaucht. Die hat sich auf dem Mond eine Basis gebaut als Sprungpunkt weiter. Wir gehören zu einer oder werden Kapitän eines Schiffes, des neuesten Schiffes der Flotte, das das schnellste Schiff überhaupt ist, was die Erde bisher hat, und dürfen das Universum erkunden, das Schiff konfigurieren, wie wir es gerne hätten. Ja. Und Rohstoffe sammeln auf den Planeten, mit Landern und ähnliches. Ist meines Erachtens endlich mal wieder ein Spiel, sowas, was ich mir hoffe, als üblicher Jäger mit vielleicht ein kleines bisschen Action. Soweit ich es jetzt gelesen habe, spielt es sich am besten auf dem Gamepad. We believe this is an alien transmission. And this is originating from where, exactly? It's local. Triton. Recall the captain. Tell him that he's needed. He's still on administrative leave from the incident. That no longer matters. He's the only one qualified to command the prototype Vindicator. Schön, dass nur wir qualifiziert sind. Was ein Vorteil. So. Identität. Wie üblich, Captain Elder Gaming. Captains sind ja sowieso immer etwas älter. Von daher, alles schön. Das Schiff, den Namen, lassen wir einfach mal bei Vindicator und starten mit normal. Wir wollen ja nicht übertreiben, einfach ein bisschen Herausforderung wollen wir. The last of the crew and supplies should be coming over to you shortly, Captain. Time to get started. Star Control is ordering you to travel to Triton and investigate the alien radio signal that's originating there. So, natürlich wollen wir als erstes erstmal wissen, was wissen wir über dieses Funksignal? It's just a series of regular pulses at 1.42 gigahertz. That's the hydrogen line, in case you've forgotten your radio astronomy. Some very excitable men in glasses are pretty sure if aliens ever try contacting us, they'll do it on that frequency. They are substantially less certain why aliens might be on one of Neptune's moons, though. Ich stelle gerade fest, mein Gamepad hat keinen Saft mehr. Dann spielen wir es mit Tastatur. Scan its surface from orbit. If you find the signal, send one of your ship's landers down to the surface to examine it further. If it is an alien, you are ordered to not die and tell us right away. Nicht sterben und gleich informieren. If you believe it's safe to do so, yes. Wäre ja Just please be careful, Captain. interessant. So. You've already forgotten how to captain a starship, Captain? That's not a good sign. What do you want to know?
etwas schnippisch, die junge Dame. We have limited resources here right now, Captain. We used up a lot rushing the... If you find raw materials on any worlds in the system, you can return with them here. We'll calculate what they're worth and present this to you as resource units, or RU. You can use RU to purchase new components for your ship. Amen. So, das Fliegen wird sicherlich erklärt. Hope that helps, Captain. So, diese Lexitas, das ist die Alienrasse, die Not entirely. ich vorher meinte, die wohl Their da war. departure is the whole reason we have a Star Control in the first place. Your mission to Triton takes priority, but if you do discover anything concerning the Lexites, you should tell us right away. Okay. Sure, Captain. So, weitere Fragen brauchen wir, glaube ich, nicht stellen, weil Star Control has accelerated the construction of our new modular deep solar system vessel specifically for this mission. It's the fastest, most expensive ship humanity has ever. Try not to lose it. nicht verlieren. Ich werde It's versuchen, also das equipped zu with our versuchen. latest resource collection landers, which I would encourage you to make heavy use of. Oh ja, We used up a lot of materials to make that thing. ich will ja auch If we want to make any more Vindicator-class vessels, we're going to need you to collect the resources to do. Looks like you've got everything stowed away now, Captain. You're good luck. And there are a lot of people down on Earth anxious to find out what's going on. Dann fangen wir mal an. Okay, mit dem Windsticksteuer ist schon mal ganz einfach. Halt jetzt. Es ist einfach nur ranfliegen, dann kann man mit den Dingern interagieren. Wir haben Ressourcen auf dem Mond. Wir haben Ressourcen sammeln. Da sind die drei. Resource collected. Press tab to view your inventory and fleet status screen. Ressourcen in dem Fall Silizium. Da ist noch ein Viereck. Das ist eine Ressourcen. Oh nein. Hier sieht es aus wie ein bisschen Eisen gesammelt. Die Vierecke scheinen etwas besonders nachgeschlagen. Captain, this is the lunar facility the Lexites settled after they first left Earth. We've sent surveyors here before, and I don't think much has changed since then. Not from all the dust I can see. It doesn't look like the Lexites were here long after they arrived in 2085. This was just a staging area they used before traveling elsewhere. No idea where they went after this, but you know that as well as I do. Finding them is why we have a Star Control in the first place. Captain, there's something powering on here. Blinking lights, humming sounds. There's a computer screen turning on. It says, "Threat to remnants detected. Lander self-defense technology ready to be used. Insert uranium to power." There's a slot in the device here. Do we have any uranium we can feed this thing? I don't keep that on me. We'll have to come back later then, or ignore this entirely. Your call, Captain. Okay, wir suchen auch sehr schön, man kann von hier alles sehen, das Schiff sehen. Ist grafisch doch ganz süß. Ach, nehmen wir mit. Ah, scheinbar oben links der dritte Balken, unsere Ressourcen sind voll. Wie kommen wir wieder zurück? Doch noch nicht. Okay. So. Wir haben ja noch ein paar Ressourcen. Dann nehmen wir einfach mal die Landung. Drehen hoch. Mit den Dreiecken ist das nur auch so eine kleine und relativ simpel gemacht. Die Farbe der Dreiecke scheint anzugeben, was es ist. Ein Eisen. Ah.
alles schon beschildert. Keine Ressourcen mehr auf dem Mond. Gut, dann können wir irgendwie wieder raus. Und da oben ist ein Feld. Das ist schön. Das ignoriere ich einfach mal. Treten uns mal ans Triton. Da oben ist Triton. Neptunmond seines Zeichens für die, die in Astronomie gut aufgepasst haben. Diese Station wurde entwickelt, um militärische Fähigkeiten, taktische Fähigkeiten. Zielverhandlung. Gucken wir doch mal. Mit unserem Schiff. Okay, jetzt. Aha. Zum Feuern. Okay, die Dinger sind nicht ganz Ziel suchen. Das ist schon mal scheiße. Das fordert gutes Ziel. Was war das denn? Okay. Nicht ganz Ziel suchen, aber falsch. Okay. Gut. Jetzt wissen wir zumindest auch, so, wie man kämpft. Den Rest werden wir live nach und nach lernen. So, dann werden wir mal los. Auf geht's. Captain, we've located the source of the radio signal. It looks like there's a crashed ship down there. We should take a lander down to investigate. Ressourcen, die sammeln wir, glaube ich, zuerst. Diese Alien. Links und rechts ist 12. Okay. Mit links ist noch eine nicht unmögliche Beschleunigung. Scheint auch zu fliegen. Damit kann man ganz schön beschleunigen. So, da ist ordentlich das Schiff. Nicht wirklich dran. Die Aliens nicht vorbei. Normalfall dürfte jetzt noch nichts Großes passieren. Ja, die Ladebildschirme sind für das Spiel doch noch relativ lang. You actually came. I can't tell you how sweaty we are to see you. Genau, eine große Weltraumstation. And you're a medium-sized mammal. We come in all shapes and densities, human. I am Chief Viscosity Officer Windu of the Tyrome. You think it's nice to meet me? Okay. That's a wonderful change from the usual disgust and contempt we receive when meeting new species. Wenigstens scheint es Junkfood zu lieben. Und es mag uns. It's a funny story. You'll like it. It starts with these guys called the Scribe. They're the ones who shot us down. They're kind of our friends. Okay. Wenn jemand auf die That schießt, makes so much sense when you say it that way.
We're actually trying to protect you from the Scrive. We began receiving your radio transmissions about 50 years ago. You're a fascinating species. And because we knew the Scrive would destroy you if they found you, we've been keeping you a secret from them. At least we were, until a few months ago. The Scrive had evidently received traces of your radio broadcasts themselves. They dropped some pretty terrifying hints that they were looking for you. We were on our way here to stall them, which we did, by getting shot down by them. Hence the distress call. Okay, unsere Retter sind einfältige, etwas dümmliche Weltraumschnecken. Ich glaube, wir müssen... You probably should. The Scrive are looking for you in this area of space. They don't know exactly where you are, but they will find you. Not a lot of humans are going to survive that process. The good news is, we can help you. If you help us first. Most of our systems were squished when we dropped out of hyperspace. Our hyperwave radio was one of them, which is why we had to call for help the old... Also, half of our entire ship fell off. Now, we might actually be able to repair all that damage, but we will definitely need that other half of our spaceship back. It went down on a planet somewhere in your solar system. I'm not sure where precisely. All planets look the same when you're crying. Though if I had to guess, I'd say it was around one of your larger, bluer worlds. Also, we lost a couple of hyperdrive modules. We'll definitely need those if we want to not starve to death far from home. Those definitely went down somewhere in your inner solar system. I know this is a lot to ask. But finding all of this shouldn't be a problem for a ship with both its halves. Okay, für ein Schiff mit beiden Hälften. Great! Bin ich der Mensch für lange die We'll give you so many hugs if you manage to succeed. Nein, bitte nicht. Reagieren. Great! So. Blauer Planet. Auf der Erde würden wir wissen, also bleibt, wenn ich was richtig aufgepasst habe. Da können wir nicht landen. Welch Wunder, ist ein Gasriese. Dann bleibt eigentlich nur noch Uranus. Eigentlich ist Uranus auch ein Gasriese. Nein, nicht gut. Wollen Ressourcen sammeln? Oh. Da sind wir. Nee, scheinbar ist das grüne Dreieck. Scheinbar ist das ganz grüne Dreieck. Das ist schon irgendwie Grafik.
jetzt eigentlich recht simpel. Wie gesagt, okay, man sollte scheinbar erst wegfliegen. Kleine Spaß. Ja, das ist ja nicht. Oh. Uran. Oh, hier gibt's einiges. Ah, so. Das ist auf dem Boden auch recht einfach. Land. Muss man noch ein Mini steuern. Schön, das alles. Das hier ist aber nicht auf der Erde. Zum Beispiel. Das wäre jetzt nicht sagen. Von daher könnte es wertvoll sein. Eine Sache ist schon Edelstein. Das ist ungefähr voll. Eine darf ich nicht essen. Ich verliere jetzt. Wir werden wieder den Früchte sammeln. Aber das nicht dann glauben. Also muss einfach nur Sir, we're detecting an unidentified object on the surface. okay. We may want to send a lander down to investigate. Entschuldigung. Etwas schwieriger. Das sieht aus wie ein Teil von This looks like the part of the ship that friendly slug is missing. We'll load it up onto the lander now. einem Schiff. Das könnte so schief gehen. Weiß es nicht. So. Und was haben wir davon? Interessantes Ding. Fliegen mal sammeln. Captain, the weather on this planet will make landing very difficult. We'll need better landers to manage it. Okay. Dann lassen wir das doch einfach mal. Was? Scanning. Scanning. Vessel does not match patterns for any authorized sentient being. Tatsächlich. E2D image in broadcast identified. Processing. Facial edge discrimination does not match known sentience. You are not a Tyrant. Who are you? Das ist richtig, ich bin keine Schnecke. Das Vieh
will uns sowieso töten. Remain where you are. A scribe legate has been notified of your unauthorized existence and is approaching this sector now. Das klingt nicht so. Hold. Transmission incoming. New orders received. Local fleet probe vessel 0 will clear system of unauthorized organic vessels. Continue to remain where you are. Nein. Will ich nicht. Okay, das kommt schneller, das ist gut. Das ist nicht fair. Okay, dann lassen wir uns einfach mal beschießen. Das finde ich freundlich. So, das andere, die Dinger waren die inneren. Sir, we're detecting an unidentified object on the surface. We may want to send a lander down to investigate. Ja. Well, this is a heck of a thing, Captain. We found some kind of monument here. At least, I think it's a monument. It's a big, multicolored slab of metal with odd protrusions sticking out of it. Balls and sticks, kind of. There's text on it, or graffiti. Pictures of aliens fighting? I'm honestly not sure. No human language, anyways. Not much we can do with it but admire it, and done. We'll just leave this here then. Das Schiff drin. Landen in dem Schiff. Naja. Aber wenn er schon bei... Ihr sagt auch nichts, oder? Wenn er schon bei... Nicht vielleicht vorher feststellen wollen. Der schon bei ihm schon wenigstens eher schlecht. Looks like an old Russian space probe, Captain. It's neat, but not much we can do with it.
Weil wir haben jetzt Uran gefunden. We're back at the Lexite's lunar facility, Captain. The one with the weird device. There's a slot in the device here. Do we have any uranium we can feed this thing? We do? Great! Well, it's some kind of laser gun, Captain. Looks like it will fit right on our lander. That was nice of the Lexites. Hey, Captain. Now that we have a laser gun, why don't we try shooting some rocks with it? In the name of research. Und wir fliegen noch Richtung Mars. Das ist die Erde. Aber bevor wir da sind, machen wir eine Pause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde versuchen, euch jetzt zweimal die Woche, vielleicht dreimal, je nachdem, wie es zeitlich bei mir aussieht, eine Folge hochzuladen und die ganze Sache fortzusetzen. Einen schönen Abend noch und denkt dran, lasst einen Daumen da, wer es nicht macht. Tötet immer noch Einhörner.